Schnappt euch eine Tasse Kaffee. Heute gibt es viel zu erzählen, also lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt die Show. Heute geht es um den Griff Raxus SKV4 von Solo Sabers, den Starkiller Griff. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Inkarnation des Griffes, die ich hier habe. Der erste war von War Sabers, der zweite von Seven Chambers und jetzt hier von Solo Sabers. Also da draußen gibt es eine Menge Hersteller, die diesen Griff, und er ist einfach auch schön, die diesen Griff herstellen, auf unterschiedliche Art und Weise. YouTube verrät mir ja manchmal, wann die Leute abschalten. Leute, bleibt dran. Es gibt so viel zu erzählen zu diesem Griff, allein schon, weil so viele Leute an diesem Griff zusammengearbeitet haben, ohne dass sie es eigentlich wissen. Der Einzige, glaube ich, der es weiß, bin ich, weil ich am Ende die Kontakte überall hin hatte. Vorne angefangen. Der liebe Falk, für den ist der Griff, der hat den Griff bestellt, soweit so gut. Ich habe mich um das Chassis gekümmert, das zu kaufen. Das konnte man bei Solo Sabers, da kommen wir später noch drauf, weil ich nicht ganz zufrieden damit war. Geweathert hat das Ganze der gute Marcel wieder aus dem Discord. Das Chassis hat gedruckt der liebe Philipp, auch aus dem Discord. Hilfe bei der Config hatte ich vom lieben Jerome. Grüße an einfach Licht TV. Nicht nur, dass er mir bei der Config später geholfen hat, als ich ein bisschen Trouble hatte, sondern auch das deutschsprachige Menü ist von ihm. Da gehen wir auch später noch drauf. Also die 3 Leute mit mir zusammen, 4 für den lieben Falk, der die Kristalle besorgt hat, 5 Leute, die im Grunde an diesem Griff zusammengearbeitet haben, ohne dass sie es unbedingt gewusst haben, aber dadurch kam hier dieser tolle Griff zustande und auf den wollen wir jetzt mal genauer gucken. So, ich habe das Ganze schon mal aktiviert, damit es ein bisschen schon mal was fürs Auge ist. Also wir klappen den aber erstmal wieder zu. Das ist hier nämlich, um hiermit anzufangen, die Kristallkammer, auf die man schauen kann. Auf die Form komme ich gleich zu sprechen. Das Ding hält hier magnetisch und das finde ich eine super elegante Lösung. Hier sind die Magnete. Einfach drauf, hoch und runter schieben, fertig. Kein Schrauben, keine Madenschraube, die man lösen muss oder irgendein anderer Schraubverschluss. Das finde ich total toll. Oben angefangen. Wir haben hier wieder unseren Emitter. Dabei, bei dem Griff war kein Blade Plug dabei. Dann haben wir hier Manko, Nummer Uno des Griffes. Ich weiß nicht, ob wir Nummer 2 haben. Das habe ich jetzt einfach mal so gesagt, dass es Nummer 1 ist. Hier ist die Feststellschraube. Die müssen wir festziehen. Also das Ding hätte man einfach ein bisschen länger machen können. Ich weiß nicht, was wir für eine Version haben. Also SKV4 stand es ja drauf. Die 4. Version, vielleicht gibt es schon eine 5. Warum nicht einfach das Gewinde hier länger machen? Und dann kann man mit der Schraube praktisch die Klinge festziehen. Habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht war das auch ursprünglich gedacht und das Gewinde hat man im Nachhinein. Das Geflacker geht mir ein bisschen auf den Nerv. So, vielleicht hat man die Madenschraube im Nachhinein draufgesetzt. Ich weiß es nicht. Hier, die macht gar nichts, oder? Macht sie was? Wenn, hält sie hier irgendwas fest. So, dann haben wir hier diese schöne Kristallkammer. Und wir haben hier einen Kristall, das sieht man vor allem, wenn das Licht mal gerade nicht drauf ist. Der ist opak. Das ist kein klarer Kristall. Der gibt das Licht also nochmal deutlicher wieder, anders, aber deutlicher, weil eben die ganze Fläche des Kristalls beleuchtet wird. Die fängt das gut ein. Dann haben wir hier oben unsere Buttons, den AUX-Button und den Power-Button. Die sind super leicht zu drücken, sehr angenehm. Genau die richtige Größe, die der Griff hier aus der Box ragt. Das ist sehr gut. Dann, was haben wir noch? Hier auch das ganze Weathering. Ne? Also Freunde, guckt euch das nochmal an. Der kommt, ich blende gleich nochmal ein Bild ein, wie der eigentlich aus der Fabrik kommt. So sieht der natürlich nicht aus. Das ist das liebe Weathering von Marcel. Ganz großartige Arbeit. Also, ach ja, da gibt es immer 1000 Details, jeder Kratzer, da guckt man einfach gerne drauf. Wieder fantastisch gemacht. Dann haben wir den unteren Teil und das ist jetzt hier der Griff. Und bevor ich den jetzt abdrehe, wie gesagt, hier haben wir die Kristallkammer und dann haben wir hier noch ein kleines Fensterchen, durch das wir gucken können. Und ja, jetzt kommen wir hier zum zweiten Manko des Griffes, aber das liegt nicht am Griff selber, sondern am Chassis, was ich auch von Solo Sabers gekauft habe. Ihr wisst, normalerweise mache ich die selber, aber hier gab es ein Chassis, das man downloaden konnte. Und in dem leichtgläubig wie ich ist, bin ich davon ausgegangen, dass der Hersteller des Griffes ein Chassis anbietet, das auch zu diesem Griff passt. So, aber das Problem ist, das Chassis ist zu lang oder der untere Teil des Griffes zu kurz. Wir sehen hier schon das Chassis und den Speaker und haben hier 3,5 mm oder sogar mehr, 5 mm hier Gewindetiefe. So, wenn ich den jetzt hier festschraube,
liege ich, also wir haben hier einen 28 mm Speaker und wir haben hier einen Innendurchmesser von 19. Das heißt, ich liege auf dem Ding drauf. Der ist hier nicht, der ist zwar versenkt, aber nicht tief genug, als dass ich hier nicht mit dem Knauf drücken würde. Mein Gott, wenn ich den hier festziehe. Also der Ton würde ein bisschen anders klingen. Unschön. Also hier haben wir eine Tiefe von 2 mm, hier haben wir 5. Heißt, wenn ich das Ding festziehe, liege ich nicht nur auf dem Speaker, sondern ich habe hier diese Lücke. Also unsere Lösung wird später sein, ich habe keine Drehbank, sonst hätte ich es selber gemacht. Wir drehen das alles ab und kleben praktisch den Teil auf diesen Teil des Griffes, weil das ist eigentlich für nichts gut. Das brauchen wir später nicht, dass wir das mal abdrehen. So, ja, erstes, doch, ja, eine Ernüchterung war das schon. Als ich den Griff dann zusammengebaut habe und den Griff zusammenschrauben wollte, dann dachte ich dann erst, was ist denn hier jetzt gerade los? Und konnte es irgendwie nicht so ganz glauben, dass das nicht passt. Also wir haben auch mal nachgefragt. Er war auch sehr überrascht, hat seine Dienste angeboten, aber Sean ist in den USA und der Transport dahin, das macht alles keinen Sinn. So, und jetzt sehen wir hier ein großartiges Chassis. Großartig, sehr wenig Platz, aber es hat total viel, es bietet sehr viel. Also den Platz für den 28 mm Speaker, den Killswitch, das Profi 3.9, eine Kristallkammer, eine zweite, ein 18650er Akku und dann hier nochmal Akzent-LEDs, ein Stripe, den wir hier unterbringen konnten. Das Chassis haben wir in mehreren Variationen ausgedruckt. Erstmal in einer Art Messing, dann Kupfer und dann Gold und haben uns dann am Ende für Gold entschieden. Das Ganze sah noch so ein bisschen zu sehr nach Plastik aus. Ich habe bestimmt noch irgendwo in den Archiven ein Bild davon, wie es am Anfang aussah. Dem Ganzen habe ich dann noch ein Weathering zugezogen, also einfach mit schwarzer Farbe so ein bisschen mit stark verdünnt und dann abgewischt und so weiter. Und dann kriegt man das hin, dass das nicht ganz... Dann werden erstmal die Details irgendwie hervorgehoben und es sieht schon etwas gebrauchter aus, wie auch der Rest des Griffes. Nicht ganz so runtergerockt, soll es ja auch nicht sein, denn das ist ja immer verborgen. Apropos Weathering, hier ist normalerweise dieser Einsatz, also hier hinter dem Kristall, dieses schöne Muster da, das ist wieder ein Shapeways-Teil gedruckt, extra für diese Kammer. Dem habe ich auch ein Weathering zugezogen. Das ist wieder dieses Bronierungsmittel für Messing. Das hat auch wunderbar funktioniert und spiegelt hier auch wieder wunderbar das Licht. Also auch ganz toll. Also allein, wer auch immer das, ich weiß gar nicht, wer das erstellt hat. Ich glaube, Goth 3D hat das wieder erstellt und Falk hat dann noch so ein Exemplar bekommen. Shapeways hat ja dicht gemacht, leider Gottes. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir solche Teile herkriegen. Und jetzt ein Blick auf diese schöne Kristallkammer. Wir sehen hier eine Kugel. Nicht wie sonst ein Kristall in typischer Form, wie hier oben, sondern eine schicke Kugel. Und die, glaube ich, hat der Falk aus Kanada. Die sehen so aus. Die hat er in verschiedenen Durchmessern geordert, dass wir auch ja den richtigen haben, nicht zu klein, nicht zu groß. Das sind, glaube ich, 13 mm da drin, 12 oder 13. Und der bricht das Licht total toll. Also im Video sieht man das jetzt nicht so gut, aber ihr könnt ungefähr erahnen, wie die Linien hier, die Konturen laufen, die der Kristall einsehen lässt. Das sieht richtig schön aus. Hier, genau, bin ich im Idle-Mode, jetzt hat er sich abgeschaltet. Auch wieder ein kleines Manko des Chassis. Diese Teilung, also die Standard-LED-Stripes haben eine Teilung von 7 mm, das heißt, alle 7 mm habe ich eine LED. Und hier ist das irgendein krummes Maß, 5 oder weiß der Kuckuck was. Und da habe ich mich erst geärgert, weil ich konnte die normalen handelsüblichen LEDs da nicht benutzen. Aber ich hatte noch durch einen missglückten Klingenversuch, die baue ich ja auch immer gerne selber und bin da immer auf der Suche nach neuen Stripes, neuen effizienteren und helleren und schmaleren Stripes. Und da habe ich aus einem fehlgeschlagenen Versuch habe ich dann noch einen Stripe gefunden, der praktisch verkleidet war. Moment, ich show, don't tell. Und zwar so ein Stripe, der ist hier praktisch einlaminiert, auf jeden Fall mit einer Schicht überzogen, die das ganze Licht auch nochmal besser zerstreut. Und da war dann die Teilung egal. Das Licht kommt sehr verteilt durch diese kleinen Bullaugen an.
Und das sieht ganz großartig aus. So, hier jetzt mal rot. Und dadurch, dass wir dieses Chassis in Gold gedruckt haben und nicht, wie ich es normalerweise mache, in Galaxy Black, sehen wir auch, dass das Licht so hell ist, dass es hier durch das Plastik auch noch scheint. Und das sieht richtig cool aus. Also da gibt es ein paar Effekte, die machen einfach richtig Spaß anzusehen, wenn das Chassis auch nochmal das Licht praktisch im Innern weiterleitet. So, wir haben jetzt viel über das Äußere gesprochen und jetzt wollen wir mal auf das praktisch Innere, die Konfiguration und das deutsche Menü. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Lautstärke alleine eingehen, wir haben hier die deutsche Sprache, so, lauter, lauter, der kann richtig laut werden, also aufgepasst. Nicht zu laut, Falk, sonst fliegt dir das Ding um die Ohren. Lautstärke ist jetzt gespeichert. So, das finde ich schon sehr cool. Und wenn wir jetzt auch ins Edit-Menü gehen wollen, dafür beide Taster gedrückt halten, bis das Lichtschwert automatisch angeht. Herzlich willkommen in der Lichtschwertwerkstatt am Rand der Galaxis. Wie können wir dir helfen? Seid gegrüßt, Falk! Guten Tag. Meine 2 Leute hier helfen dir gerne. Oh, was für ein schönes Lichtschwert. Dann lass uns mal schauen. Vielleicht ist es euch aufgefallen, das Schwert hat Falk gesagt. Also es hat persönlich mit dir gesprochen. Also wenn ihr Bock darauf habt, nehmt Kontakt auf mit Jerome. Nee, ich habe doch gar nichts gedrückt. Ja, okay. Natürlich. Das war ein Auswahlpunkt. Also nehmt Kontakt mit Jerome auf über einfach Licht TV. Dort kriegt ihr das und dann auch nochmal personalisiert mit eurem Namen. Einstellungsoptionen. Wie wär's mit schöner Musik? Und Soll dein Lichtschwert anders klingen? so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal reingehe. So, Vorführeffekt. Nein. Ah ja, er ist. Genau, er switcht gerade durch die Fonts. Was ich eigentlich zeigen will, ist, wenn ich ein Menü verlasse. Okay, anderes Mal. Du bist wieder im Hauptmenü. Super, bis bald. Mach's gut. Na, einmal sagt er irgendwie dann eben nicht. Also so richtig, ein bisschen beleidigt sogar. Also das gefällt mir total gut. Du bist in dieser kleinen imaginären Werkstatt. Die sprechen mit dir auf Deutsch einmal, aber auch mit einer gewissen Persönlichkeit. Und das finde ich total großartig. Davor ist es halt diese Computerstimme auf Englisch. Die ist ja auch nicht verkehrt. Aber hier, keine Ahnung, ich sehe mich gerade in dieser Werkstatt von Disney, wo man diese unsäglichen Lichtschwerter zusammenbaut. Und meint, man wäre der Größte. Aber mit dem Menü, mit dem Griff in der Hand, sehe ich mich da mit einer vernünftigen Version des Griffes. Ja, dazu, wir haben hier, waren es 32 oder 33 Charaktere, ich glaube so um den Dreh, mit allerhand Optionen noch ausgestattet. Wir haben den Speicher auf 99% oder sogar 100% ausgereizt, damit wir hier so viel wie möglich... Das war jetzt hier der F1 Racer zum Beispiel, damit wir hier so viele Charaktere wie möglich draufpacken und mit so viel wie möglich, mit so vielen Optionen wie möglich, mit Pre-On-Effekten, Post-Off-Effekten und so weiter. Dazu unser OLED-Screen, der wie gewünscht im Idle-Mode den Kristall zeigt, wie er sich dreht. Und wenn es aktiviert ist, haben wir hier diese Anzeige. Das kann man auch später noch ändern, indem man auf der SD-Karte die BMPs austauscht. Dazu hat jeder Charakter ein Font BMP. Wenn es kein offizielles gibt, ist es immer dieses hier. Das kann man auch einstellen. So. Genau, hier haben wir mal einen zugeschnittenen. Jawohl, hier noch. Natürlich, von Obi gibt es auf jeden Fall einen. Der Griff, beziehungsweise der Ton, den hören wir uns jetzt mal an und setzen auch schon mal eine Klinge rein. So, da sind wir. Eine Sache auch noch zum Griff. Ja, es gibt echt viel zu erzählen. Ihr seht diese Pins hier auf der Seite, die gibt es nur auf der Seite, die waren einen Ticken zu lang. Das war beim Warsaber Starkiller auch. Die ragten da rein und als ich meine Klinge da reingesetzt habe, beziehungsweise ein Teststück, habe ich direkt gemerkt, oh, das macht aber Kratzer. Das heißt, die habe ich nochmal rausgeholt und ein bisschen abgeflext, sodass die kürzer sind und meine Klinge hier nicht zerkratzen bis zum geht nicht mehr. Also hier auch nochmal, solltet ihr euch diesen Griff zulegen oder auch den von Warsabers, passt drauf auf, kürzt die Teile. Testet das erstmal, sonst habt ihr üble Kratzer.
So, ich habe die Kappe jetzt mal nicht drauf gesetzt, die verfälscht nur den Ton, weil wegen der eben genannten Probleme. Der Ton ist aber jetzt schon sehr, sehr gut. Das ist eine 8, ja, eher eine 9 als eine 8. Der Griff liegt auch, also wie ein Starkiller nun mal in der Hand liegt. Ne? Also ich habe jetzt hier keine Probleme. Mit Handschuhen ist das eh nochmal ein bisschen was anderes. Aber der Kristall ist hier geschützt. Da ist jetzt nicht so groß die Gefahr. Da muss man sich schon anstrengen, hier den Finger da reinzustecken. So. Lassen wir mal kurz Musik laufen. Yes. Der klingt schon sehr, sehr cool, auch ohne Kappe. Also mein Fazit zu dem Griff, er ist wunderschön, aber allen voran, weil er wunderschön gemacht wurde. Da steckt sehr viel Herzblut, sehr viel Liebe drin von vielen Menschen und deswegen haben wir einfach hier dieses richtig schöne Resultat. Der Griff selber, der hat halt seine Problemchen hier und da. Das Chassis, ja okay, in dem Fall war es jetzt zu lang oder der Griff war unten zu kurz. In anderen Versionen scheint das wohl nicht zu sein. Trotzdem war das Problem da. Die Feststellschraube der Klinge, dass die so ein bisschen, ja, dass das jetzt nicht hier oben die Rändelschraube praktisch ist, das ist ein bisschen schade, dass die Pins ein bisschen zu lang waren. Kann man alles irgendwie beheben, also das bleibt ein bisschen umständlich, ist jetzt aber auch kein Beinbruch, das kann man beheben. Das Chassis, sprechen wir ein anderes Mal drüber, in dem Ding selber ist sehr wenig Platz, aber dafür, wenn wir es dann einmal untergekriegt haben, sieht es wunderbar aus und wir haben hier 2 Kristallkammern, eine Akzent-LED oder ein Akzent-LED-Stripe. Wir müssen nicht hier beim Speaker verzichten auf irgendwelche kleineren Größen springen. Wir haben das Profi untergekriegt, das 3.9er. Und hier empfehle ich auch dringend, das 3.9er zu nehmen, weil wir hier so viele Klingen bedienen müssen. Da wird es beim 2.2er schon ein bisschen knapp. Da werden dann die Animationen ein bisschen hakelig. Also, Ton auch, Bombe. Die ganzen, an der Konfiguration, glaube ich, saß ich länger als an der materiellen, am Zusammenbau der ganzen Teile. Die war schon sehr aufwendig. Im Ganzen hat das Projekt aber auch sehr viel Spaß gemacht. Wieder viel gelernt, auch mit dem Umgang, was BMPs angeht. Da gab es dann mal einen kleinen Error, dass das Schwert sich aufgehangen hat, wenn ich es deaktiviert habe, weil eine kleine BMP, die ich von offizieller Seite natürlich runtergeladen habe, aber das Ding war fehlerhaft oder das Board hatte einfach Probleme, die zu lesen. Und ehe du diesen Fehler einfach findest, vergeht viel Zeit, weil in der Zeit, in der du diese BMPs hochspielst und irgendwas anderes veränderst, weißt du gar nicht mehr, welche Veränderung das war. Und dann heißt es wieder Fehler eingrenzen, Fehler eingrenzen, Fehler eingrenzen, bis du dann den kleinen Teufel gefunden hast. Ja, Falk, ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Bevor ich euch verabschiede, noch einen Riesendank an Marcel, an Jerome und an Philipp für eure Unterstützung. Ohne euch wäre das nicht so toll geworden. Vielen, vielen lieben Dank. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt gerne einen Kommentar dazu. Und wie immer freue ich mich wahnsinnig über Likes und Abos. Also, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin.